Vor 6 Monaten sind wir nach Nordspanien ausgewandert und haben ein 30 Jahre altes Haus gekauft. Keine Ahnung haben wir, was uns erwartet. Und heute steht hier unser kleines Paradies. In den letzten 6 Monaten haben wir das Haus renoviert, 100 Quadratmeter Garten angelegt und uns selber neu entdeckt. Die grösste Überraschung war nicht die Renovation, sondern was kann entstehen, wenn man sich einfach traut. Ich meine, vor 6 Monaten war da nur Wiesen. Und weil das Video so cool ist und Sie jetzt Like klicken, was gibt's denn? Ein High Five! Yes! Woohoo! Noch vor einem Jahr haben wir in Camper gelebt. Und dann haben wir uns entschieden, uns in Nordspanien niederzulassen. Etwa 6 Monate lang haben wir Häuser gesucht. Und dann haben wir das Grundstück hier mit dem wunderschönen gelben Haus gefunden. Nach etwa 3 Monaten war es dann soweit. Wir konnten einziehen. Und wie es halt in Spanien so ist, man kauft nicht nur das Haus, sondern man kauft alles mit, was drinnen ist. Das heisst, zuerst haben wir mal alles ausräumen, entsorgen, recyceln und anfangen renovieren. Angefangen haben wir mit Wandstreichen. Wir wollten wirklich ein bisschen Farbe in unserem Leben wollen. Und jeder Raum hat seine eigene Farbe bekommen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier ein kleines Vorher-Nachher. Fangen wir mit meinem Office an. In diesem Büro habe ich mir ein paar Träume verwirklicht. Einerseits einen höhenverstellbaren Tisch, aber auch, dass alles so eingerichtet ist, dass ich jederzeit einfach ein Video aufnehmen kann. Das erleichtert mir die Arbeit extrem, einerseits für den YouTube-Kanal, aber auch für all meine Kundenprojekte, wo ich ja auch Content kreiere. Und auch meine Freundin hat ihr eigenes Büro bekommen. Sie hat sich für eine Terrakotta-Farbe entschieden. Und ich muss sagen, das ist richtig schön geworden. In der Kombination mit dem wunderschönen Holztisch und den goldigen Beinen sieht es einfach genial aus. Zusätzlich noch ein samtgrünes Sofa und die Küsse, Teppich und der Überwurf, den wir damals auf unserer Reise in Bosnien gekauft haben auch ihren Platz gefunden. Nicole hat mich überrascht mit einem neuen Badzimmer. Und zwar, als ich auf Barcelona bin, meinen Marathon rennen, hat sie in dieser Zeit das ganze Badzimmer renoviert. Und ich muss sagen, es ist einfach genial geworden. Ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich am Duschen bin, dass ich in einem Boutique-Hotel bin. Und wie ihr seht, haben wir überall den Terrazzo-Boden einfach so gelassen, wie er ist. Am Anfang hat er uns gar nicht gefallen. Aber jetzt mit der Farbe an der Wand sieht er richtig toll aus. Das Wohnzimmer hat ein schönes Dunkelblau bekommen, ein neues Sofa. Und die alte Kommode, die schon im Haus war, hat auch ihren Platz gefunden. Mit dem Wohnzimmer sind wir noch nicht 100% zufrieden. Da fehlt noch etwas. Aber da wir eigentlich beide eher minimalistisch leben, wissen wir gar nicht, was wir noch in das Wohnzimmer reinstellen sollen. Falls du eine Idee hast für den Raum, schreib es unten in die Kommentare. Somit bleibt der Raum vorerst einfach leer. Ich meine, auch ein Bücherregal könnten wir reinstellen, aber wir kaufen eigentlich keine Bücher. Wir haben beide ein Kindle und haben unsere Bücher digital. In der Küche haben wir uns dann farblich am meisten austobt. Die Küche ist aus Echtholz maßgeschneidert für diesen Raum und darum haben wir auch gesagt, die Küche, die lassen wir so. Die ist wirklich perfekt so, super Qualität und darum haben wir einfach alles abgeschliffen und neu gestrichen. Das heisst mehr. Eigentlich hat es Nicole gemacht. Eigentlich überall, wo ihr Farbe seht im Haus, das war Nicole. Aber jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich mich austobt habe. Von hier bis dort über zum Hochbeet. Bis so da hinten, das sollte alles Selbstversorgergarten werden. Vor 3 Monaten war hier hinten dran nur Rasen. Und jetzt ein wunderschöner Garten. Wir haben bereits einen Krisenbaum, Äpfelbaum, Birnbaum.
und ein paar Maroni- und Walnussbäume. Und so habe ich Woche für Woche immer ein Beet mehr angelegt. Alles von Hand umgraben. Ich hatte sogar eine Maschine, aber ich wollte wirklich einfach alles von Hand machen. Ja, da gibt es jetzt ein neues Beet. Und das Ganze hat auch nicht einfach so gerade steril werden, sondern einfach entstehen mit dem, was ich habe. Ein Beet habe ich mit einem Baum aus meinem Wald gemacht, ein Beet aus den alten Betten, die hier waren. Ein weiteres Beet habe ich mit Stein gemacht und mit Holz, das rumgelegen ist. Ja, wirklich einfach der ganze Garten ist mit Materialien entstanden, die ich hier rund ums Haus gefunden habe. Oh, ich muss schon in den Schatten wechseln. Es ist schon zu heiß. Es ist 9 Uhr am Morgen und wir haben schon bald 30 Grad. Wenn wir schon vom Garten reden, könnte ich eigentlich im Garten sitzen. Welcome to my garden. Das Ziel hier ist wirklich Selbstversorger werden. Das ist jetzt einmal das erste Jahr und einfach ein Test, weil ich vorher noch nie einen Garten hatte. Aber so wie das Zeug wächst, so unfähig bin ich nicht. Also, es sieht so aus, wie wir das Jahr ein paar Sachen ernten können. Ich habe auch schon einen Plan, wie ich den Garten erweitere, damit es dann wirklich auch für die Selbstversorgung langt. Also was ich dieses Jahr schon gelernt habe, ist, ich muss viel mehr anpflanzen. Vor allem so Sachen wie Herdöpfel. Da langt es nicht 4, 5 Herdöpfel anpflanzen, damit das für den ganzen Winter und Sommer langt. Ich hätte definitiv ein bisschen mehr erwartet als so 15 Stück. Das Gleiche mit Zwiebeln und Knoblauch. Ich muss viel mehr pflanzen, viel mehr. Gurken werden wir das Jahr sicher genug haben, weil mir ist ein Gurkensamenpäckchen ausgeht und die sind alle gekommen an einem Ort und ich habe sie nachher ein bisschen verteilt. Während dem Schneiden habe ich gemerkt, dass ich ein paar Sachen vergessen habe, wie zum Beispiel den Bogen hier. Und an diesem Torbogen wachsen ganz crazy Pflanzen. Schreib mal in die Kommentare, ob du weißt, was es ist. Eine Blumenwiese, ein Eingangstor und ein Schiebetor, ein Zaun rund ums Grundstück und 2 Kompost. Und hier haben wir noch Glasfaser gezogen. Das ist noch crazy, hier irgendwo auf dem Land draussen haben wir einfach 300 Mbit pro Sekunde Internet. Up- und Download. Was sind die nächsten Schritte? Als nächstes werde ich Solar installieren. Das Ziel ist, den Brunnen mit Solar betreiben, aber auch die wichtigsten Geräte im Haushalt. Einen eigenen Brunnen haben wir ja schon mit Quellwasser. Dann ist die ganze Garage immer noch voll mit Sachen, die wir entsorgen sollten. Das sollte als nächstes gemacht werden und dann werde ich auch die ganze Garage ein bisschen ausbauen. In der Garage würde ich mir gerne so ein Fitnessräumchen einrichten und eine Werkstatt. Aber ich bin ehrlich, wir sind ziemlich broke im Moment und müssen zuerst wieder ein bisschen Geld verdienen. So geht es wahrscheinlich den meisten, die ein Haus kaufen. Wir sind auch nicht reich, auch wenn es so aussieht mit dem riesigen Stück Land und dem Haus und allem. Aber wir arbeiten auch jeden Monat, damit wir wieder einkaufen können. So ist das Leben. Im Winter haben wir etwa 2000 € ausgegeben für Diesel, nur zum Heizen. Also werden wir sicher das ganze Haus noch isolieren. Einerseits für den Winter, aber auch für den Sommer, weil auch im Sommer jetzt wird es ziemlich warm im Haus. Aber etwas hat uns am meisten überrascht und das ist, wie wir hier aufgenommen worden sind. Wir sind Ausländer hier und wir sind so nett empfangen worden. Also überall werden wir eingeladen zum Kaffee, zum Essen. Die Nachbarn bringen uns Pflanzen für den Garten. Wir haben eine Herberge in der Nähe, dort gehe ich ab und zu ein bisschen helfen, damit ich noch ein bisschen mehr Spanisch lernen. Und auch dort, wenn ich dort helfe, ich werde eingeladen zum Nachtessen und kriege mal ein Bier gratis. Und ja. Und generell, wenn wir irgendetwas brauchen, es ist immer irgendein Nachbar da, der uns hilft. Es ist wirklich krass. Wenn man einen Traktor braucht, in einer halben Stunde steht ein Traktor da. Keine Ahnung, einfach alles. Und es ist auch sehr interessant, hier am Camino zu leben, am Jakobsweg. Und dann runter in die Herberge gehen. Es wird einem nie langweilig, weil dort hat es immer Leute von
Deutschland, von England, von Japan, gestern von Südkorea, von Norwegen, Dänemark. Und so haben wir immer noch ein bisschen das Camping-Reise-Feeling, das uns so gefallen hat, dass wir einfach von überall her wieder Leute kennenlernen und sehr interessante Geschichten hören, einfach von der ganzen Welt. Es ist richtig cool. Also, es ist wirklich dort bei den Herbergen, das ist unser Irish Pub, 500 Meter entfernt, wo man einfach zu Fuß hingehen kann. Und so fühlen wir uns wirklich auch nie allein. Das werden wir immer wieder gefragt, fühlt ihr euch nicht allein, so abgeschieden in der Natur raus? Nein, weil wir lernen so viele Leute hier kennen jede Woche und haben sehr coole Gespräche. Und eine Frage, die immer kommt, wo gehen wir einkaufen? Hey, auch wenn es so aussieht, dass wir mega abgelegen sind, in 20 Minuten sind wir beim nächsten Lidl. Klar, man braucht ein Auto hier. Mit ÖV muss man nichts probieren. Die öffentlichen Verkehrsmittel, aber mit dem Auto kommt man überall hin. Und dann macht man halt jeweils gerade einen Wocheneinkauf oder 2 Wochen Einkauf. Und was man sogar kann hier, ist Essen heim. Also wir können online sogar einfach alles bestellen, was wir brauchen, und es wird heimgeliefert. Also ultra modern hier. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sei es zur Bürokratie, wie man sich in Nordspanien anmeldet, was auch immer, wie machen wir das mit Arbeiten von Spanien aus, schreibt es unter in die Kommentare. Ich lese alle Kommentare immer und auch alle beantworten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.